Ich bin's, Sergeant Finney. Na, Miss Sinclair, soll ich im Casino anrufen? Nein. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Nein. Nein, ich bleib nur ein paar Minuten. Das ist doch Colonel Sinclairs Tochter. Ja. Soll ich ihn anrufen? Nein. Nein, das würde ich nicht machen. Colonel? Rauchen Sie Ihren albernen Glimmstängel wie ein Mann. Hören Sie auf, daran rumzulutschen wie ein Baby am Nuckel. Na los, Junge, jetzt mal vernünftig wie ein Mann. Und einziehen, inhalieren. Bin ich ein Rohling, Simpson? Was meinst du, Charlie? Macht weiter, Jungs, ihr seid gar nicht so schlecht. Ihr könnt euch einen Schnaps verdienen. Verdammt nochmal, wer säuft denn meinen Whisky aus? Corporal, Whisky für den Colonel. Diensttuender Colonel Jock Sinclair mit allen Orden und Ehrenzeichen Ihrer Majestät ist eine Landplage. Das ist er. Er ist ein großartiger Mann. Und ich sage, er ist eine Landplage. Stimmt es, dass er auch mal Piper gewesen ist? Er hat am Radio Militärmusik gespielt. Ich bin leider kein Corporal. Unser eins kommt nicht zum Radio hören. Die Sergeants sollen jetzt sogar ein Fernsehgerät bekommen. Hey, willst du nie einen Schluck trinken? Ich komme gleich wieder zurück. Ah, unser Corporal Fraser hat schnell mal ein Rendezvous. Ja, ja. Auf die Weise wirst du nie zu einem Fernsehgerät kommen, das versichere ich dir. Heute ist es schwierig, die fangen erst an. Kannst du denn nicht einfach weggehen? Du weißt doch, wenn dein Vater erst mal loslegt, ich werde die ganze Nacht spielen müssen. Ich warte hier auf dich. Um Gottes Willen, hier kannst du doch nicht warten. Ist gestern Nacht alles klar gegangen? Er ist noch später nach Hause gekommen als ich. Sollte ich heute nicht herkommen? Morak, ich habe keine Angst. Lass mich mit ihm sprechen. Ich möchte offen mit ihm reden. Eines Tages erfährt er es ja doch. So wie jetzt ist es nicht gut. Du bist so schön aufgeregt. Nun hör mal auf das, was ich dir sage. Jan, er wird nicht Ja sagen, noch nicht. Wenn es soweit ist, werde ich mit ihm sprechen. Läuft mir Whisky aus den Ohren. Ich muss jetzt gehen. Morgen? Ja, ganz sicher. Miss Sinclair, Ja? Ah, der Pipe Major. Sie wissen nicht, wie klein eine Kaserne ist, Miss Sinclair. Sie sind nicht zum ersten Mal hier, ich weiß es, aber wenn Ihr Vater es erfährt, könnte es vielleicht Ärger für Sie geben. Wer gibt Ihnen das Recht, so mit mir zu sprechen? Ich möchte Wie nur kommen nicht, Sie dass... dazu? Was haben Sie damit zu tun?
Ich wollte mich nicht in Ihre Angelegenheiten mischen, Miss Sinclair. Ich spreche als Freund zu Ihnen. Und ich wollte nicht grob werden. Entschuldigen Sie bitte. Gute Nacht. Gute Nacht. Also, meine Herren, ich habe eine Neuigkeit für Sie. Für alle. Ahnungsloses Volk. Eine Neuigkeit, die euch alle betrifft. Morgen wird hier ein neuer Colonel aufkreuzen. Und er wird das Bataillon übernehmen. Hat jeder von euch mich klar verstanden? Joke, Sie wollen uns einen Bären auf... Morgen können Sie feststellen, dass es wahr ist. Fragen Sie den Adjutanten. Jimmy wird's bestätigen. Es stimmt. Naja, irgendwann musste die Kommandeurstelle ja wieder ordnungsgemäß besetzt werden. Ich habe nicht um Kommentare gebeten, weder um Ablehnende noch um Zustimmende. Es ist ein Befehl. Wer ist es, Joke? Basil Barrow. Major Barrow? Kenne ich von früher. Er war Instrukteur in Sandhurst, ein ausgemachter Kleinigkeitskrämer, aber ein großartiger Instrukteur. Er ist im Fernen Osten gewesen, Experte für Dschungelkrieg. Die Hälfte seiner Vorfahren war hier Colonel. Er ist wirklich schwer in Ordnung. Ich meine, er hat bestimmt was auf dem Kasten. Ja, es heißt, er war sehr erfolgreich. Als Instrukteur. Genau das Richtige für Kadetten. Colonel Barrow, Eton und Oxford, eingetreten in das Regiment 1933. Bereits nach 1 oder 2 Jahren abberufen mit besonderem Dienstauftrag. Ja, es ist so, wie Simpson sagt. Er hat was auf dem Kasten. Das ist seines Großvaters. Hässliche Fratze, die da draußen bei uns in der Halle hängt. Ja, ich weiß über ihn Bescheid, wie Sie sehen. Na schön. Er ist der neue Bataillonskommandeur. Und ich kriege noch einen Whisky. Und was ist mit dir, Jock? Was soll schon mit mir sein, ne? Bleibst du bei uns? Es sei denn, dass du mich loswerden willst. Ich glaube, dazu hätte ich schon oft Gelegenheit gehabt. Wollen Sie als stellvertretender Kommandeur bleiben? Nur wenn es Ihnen recht ist, Captain Simpson. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns nicht verlassen, Sir. Vielen Dank, Eric. Und Eric? Ja, Sir. Kein Sir hier im Casino. Nur Vornamen. Mit Ausnahme meiner Person, ich bin der Colonel. Ich rede euch an, wie es mir passt. Verstanden? Ja, Colonel. Ja, Colonel. Komm, Charlie, und jetzt lassen wir den Hund von der Kette. Jokes letzter Tag. Also, meine Herren, der alte Joke schmeißt eine Casino-Runde. Corporal, Whisky für alle Herren, die Whisky mögen. Und für die Herren, die Whisky nicht mögen, Whisky. Ich bin nie fürs viele Reden gewesen, selbst dann nicht, wenn ich in Stimmung bin. Und heute Nacht schon ganz und gar nicht. Wollen wir uns die Piper wiederholen? Die Nacht gehört dir, alter Freund. Das soll sein, alter Freund, alter Freund, alter Freund. Der Mensch braucht Musik zum Fröhlichsein. Ordonnanz, rufen Sie die Piper. Sofort, Sir. Sir, genügt. Alles andere ist überflüssig. Sir? Charlie, wir haben einen Krieg zusammengekämpft, das verbindet. Ja, ja. Du wirst ein Lied kriegen und ich werde ein Lied kriegen und Macmillan da wird sein Lied kriegen. Verbindlichsten Dank. Und ich werde noch ein Lied kriegen. Charlie, warum hast du dir den Schnurrbart abnehmen lassen? Ich weiß nicht, hat die Damen gekitzelt. Du gefällst mir, Charlie. Du hältst auch nicht viel vom Reden. Aber du hast das Faustdick hinter den Ohren. Ah, die Piper. Wo seid ihr bis jetzt gewesen? In der Offiziersküche, Sir. Seid ihr etwa blau? Ja. Da habt ihr Glück gehabt, ihr Brüder. Ihr kennt ja euren Colonel. Den Kampf mit dem Todfeind Alkohol überlasst den Offizieren. Wir werden einen schwenken, um den Whisky auszuschwitzen. Duke of Perth. Etwas verrutscht, der Und Büste. so macht die Damen hübsch. Ich habe schon immer für die Drallen geschwärmt. Los, meine Herren. Komm, Mädchen. Ran an den Feind, Jungs. Den Korporal im Offizierscasino, aber schnell. Offizierscasino? Colonel Barrow ist ihm angekommen. Sag dem Adju Bescheid. Ist gut, ich sag Bescheid. Das war Sir? Ja? Colonel Barrow ist da, Sir. Wer? Colonel Barrow, Sir. Colonel? Was ist denn los? Mach das auf deinen Platz. Der Colonel ist da. Natürlich bin ich da. Bist du blau? Nein, Jock. Barrow.
mal. Man hat mir gesagt, er kommt erst morgen. Piper! Piper, Schluss, aufhören! Guten Abend, meine Herren. Mein Name ist Barrow. Jacques Sinclair, diensttuender Colonel. Freut mich. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Er hätte ruhig eine Vorwarnung geben können. Wie gefällt dir seine Weste? Jimmy Kearns, Adjutant. Sir? Tag, Mr. Kearns. Major Scott, stellvertretender Kommandeur. Carl? Scott? Dusty Miller, Casino-Offizier. Guten Tag. Sir? Welche Kompanie? C-Kompanie, Sir. Und dann haben wir hier noch eine ganze Menge junge Leute. Es würde über meine Kraft gehen, sie Ihnen einzeln vorzustellen. Sir? Johnson, Sir. Guten Tag, meine Herren. Colonel, können wir jetzt mit Ihrer freundlichen Erlaubnis den bei Ihrem Eintritt unterbrochenen Tanz fortsetzen? Aber ja, um Himmels Willen, offiziell bin ich erst morgen früh hier. Danke, Piper, weitermachen. Charlie, wir räumen mir das Feld. Trinken Sie einen Schluck mit uns, Colonel? Gern. Unverdünnt oder mit Wasser? Wenn ich vielleicht um einen Fruchtsaft bitten dürfte, was Sie gerade da haben. Keinen Whisky? Kein Whisky. In diesem Bataillon trinken wir alle nur Whisky. Ja, das ist mir bekannt. Tut mir leid, Whisky bekommt mir nun mal nicht. Eine Limonade für Colonel Barrow. Sir? Das ist meine Abschiedsparty sozusagen. So geht es nicht jede Nacht bei uns zu. Haben Sie gut zu uns herausgefunden? Ja, ich bin auch früher schon mal hier gewesen. So, wann war das? Als frisch gebackener Offizier. Von Sandhurst? Von Oxford, um es genau zu sagen. Von Oxford. Sieh mal einer an. So haben Sie Ihren Weg gemacht. Mit einem Examen an der Universität. Was will das schon heißen? Ich habe meinen Weg anders gemacht, vom Hauptbahnhof aus. Schuhputzer, Piper, schwedische Gardinen. Geschärften Arrest? Militärgefängnis. Waffenstillstandsfeier 1933. Trunkenheit im Dienst und grober Unfug. Eine viel bessere Schulung, wie mir scheint. Auf Ihr Wohl. Auf das Ihre. Ist also ein hübsches Weilchen her, seitdem Sie bei unserem Bataillon waren. Das kann man wohl sagen. Ich komme mir hier vor wie ein Neuling. Es ist ziemlich lange her, dass ich überhaupt bei einem Bataillon gewesen bin. Ich habe jahrelang hinterm Schreibtisch sitzen müssen. Einer unserer Offiziere kennt Sie als Instrukteur in Sandhurst. Simpson? Ah ja, ganz recht, Colonel. Und was sagten Sie, hätten Sie vorher gemacht? Ich glaube, das habe ich Ihnen nicht gesagt. Nein? Ich habe gesessen, wie Sie, Sinclair. Im Kriegsgefangenenlager, ja. Offiziersprivilegien, Liebhabertheater. Das ist nicht ganz dasselbe. Ich glaube, ich hätte das Militärgefängnis vorgezogen. Gute Nacht. Scott? Colonel. Und jetzt Ballverkehr! Die Flasche ist dreiviertel leer. Unsinn, sie ist viertelvoll. Charlie, bin ich denn wirklich so ein schlechter Colonel gewesen? Unsinn, kann mir keinen besseren denken. Ach, hör doch auf zu schwindeln. Was heißt hier schwindeln? Im Krieg, alter Freund? Alter Freund, alter Freund, alter Freund. Du hast mich gefragt und ich habe dir ehrlich geantwortet. Meinst du das wirklich im Ernst, Charlie? Ja, aber natürlich. Es ist Unrecht. Da führt man den Haufen von Alamein bis Casino, von Dover bis Berlin, nur damit sie einem am Ende so einen feinen Herrn vor die Nase setzen. So was ist unfair, Charlie. Aber jetzt ist er da. Kommt sich vor wie ein Neuling, sagt er selbst, in seinem komischen Zivil. Ich glaube, alles, was der einer Frau zu bieten hat, ist Lametta. Reich mir mal die Flasche, alter Freund. Ich glaube, wir können jetzt auf Gläser verzichten. Tja. Und wenn jemand das Recht hat, sich heute Nacht zu besaufen, dann Jacques Sinclair und sein Freund Charlie Scott. Hast du gehört, was er über Whisky gesagt hat? Er bekommt ihm nicht, hat er gesagt. Schrecklich. Er hatte kein Recht, mitten in der Nacht unangemeldet hier einzufallen. Das war unfeines, ungebildetes Benehmen.
Und wie man es auch betrachtet, es ist Unrecht, mir diesen Mann vor die Nase zu setzen. Das macht mich ärgerlich, Charlie. Das macht mich sehr, sehr ärgerlich. Wer ist das da? Wer ist das da, der sagt, wer ist das Ruhig, da? Charlie. Wer ist da? Corporal Fraser, Sir. Was zum Donnerwetter treiben Sie hier mitten in der Nacht? Ich warte, Sir. Worauf warten Sie? Auf Sie, Sir. Sie haben mir befohlen zu warten. So habe ich das. Ja, und Sie haben gewartet und geflucht und mir das Allerbeste gewünscht. Mann, ich weiß doch Bescheid. Ich bin ja früher selber mal Piper gewesen. Sir? Haben Sie ein Mädchen hier in der Stadt, Corporal? So einen kleinen, süßen Käfer? Habe ich Sie um Ihr Käferstündchen gebracht? Corporal, haben Sie die Sprache verloren? Sir? Sie haben doch eine kleine. Sir? Ist das nicht fein, Charlie? Der Corporal hat ein Mädchen. Da hat der Corporal Glück. Nein, 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 Major Scott. Du musst sagen, da hat das Mädchen Glück. Nicht jedes Mädchen kriegt einen Piper, der Corporal ist. So ist das nicht. Ist was dran an ihr? Ich glaube ja, Sir. Ich glaube ja, sagt er. Sagen Sie mal, Corporal, haben Sie ehrliche Absichten mit dem Mädchen? Ja, natürlich, Sir. Dann sind Sie ein ausgemachter Dummkopf, Corporal. Sehen Sie zu, wo Sie bleiben. Die ehrlichen Absichten überlassen Sie mal den Vätern. Es ist spät, alter Freund. Willst du schlapp machen, du armseliger Wicht? Sind für uns jetzt alle Lichter erloschen, Charlie? Alle Lichter, vor allem in der Kaserne. Es ist 3:30, alter Freund. Ah, so. Alter Freund. Corporal, Sie sehen vor sich die Leiche eines Majors. Und den Geist eines Colonels. Beide befehlen ihn abzutreten. Für manche von uns, Sir, werden Sie immer der Colonel sein. Corporal Fraser, auf Meuterei steht Todesstrafe. Abtreten. Wie ich eben mit dem Corporal gesprochen habe, habe ich gedacht, ich hätte Pipe Major werden sollen. Und ich hätte meine Sache gut gemacht. Aber es sollte nun mal nicht sein. Hitler war dagegen. Und Rommel. Es war eines Nachts in der Wüste. Aber jetzt ist es mein Bataillon. Ich habe den Dienst des Colonels gemacht und ich hätte Colonel werden müssen. Und ich schwöre dir, Charlie, in diesem Bataillon werde ich der Colonel sein und niemand anders. Du Bastard. Du Bastard. Du kannst nicht mal mit Anstand zuhören. Bist du wieder spät nach Hause gekommen? Früh, sehr früh. Ich konnte die anderen nicht allein lassen. Kameradenpflicht. Du bist ein schlimmer Mann. Aber ich bin wieder auf Deck. Blitzblank. Muss ich das unbedingt essen? Du musst, Löffel für Löffel. Wie ist er denn? Wer? Der neue Colonel natürlich. Woher weißt du denn, dass er da ist? Ein Vöglein hat's mir zugezwitschert. Ist gestern Abend einer hier gewesen? Irgendjemand vom Bataillon? Nein, niemand. Warst du etwa in der Kaserne?
Natürlich. Ich habe dir schon x-mal Vater, gesagt, wir wollen nicht wieder von vorn anfangen. Du hast die Kaserne nicht zu betreten, ohne mich vorher anzurufen. Das ist eine ganz bestimmte Sorte, die sich an der Kaserne rumtreibt. Ich bin kein Kind mehr. Das weiß ich und das will ich auch damit sagen. Ich gehe, wohin ich will. Ein Weilchen hast du noch das zu tun, was ich für richtig halte. Und wo warst du die halbe Nacht? Denkst du, ich weiß es nicht? Unten am Theater bei dieser Schauspielerin, wie immer. Was fällt dir denn ein? Ich verbitte mir solche Frechheiten. Merkt dir ein für alle Mal. Oh. Och, naja. Ach, Mauer, nun sei doch nicht böse, hörst du? Es ist doch zu deinem Besten, wenn ich dir Vorschriften mache. Das darfst du nie vergessen, Morak. Nun sag schon was. Ja, Vater. Es wird Zeit für dich. Ah, da sind wir einer Meinung. Geh raus zum Wagen. Ich nehme dich mit. Sir. Wie sieht er aus? Barrow? Wie ein Gartenzwerg. Es musste sein, Vater. Hast du nicht gehört? Er ist ein Gartenzwerg. Es musste sein. Ich bin anderer Meinung, wenn du erlaubst. Das hätte nie geschehen dürfen. Und nach meiner bescheidenen Meinung wird er nicht sehr lange Kommandeur sein. Vater, du wirst doch keine Dummheiten machen. Ach, um Himmels Willen, Mädchen. Aber ich werde nicht gerade mein Haus beflaggen. Out! 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 Feet together. Next exercise, begin. Walk. Up, right. Up, left. Up, right. Ich persönlich habe fürs Ballett nie viel übrig gehabt. Up, left. Up, right. Up, left. Up. If you can't do it that way, get down on your knees and do it. On the knees, stop! Strafdienst, habe ich schon beinahe vergessen. Ja, arme Kerle. Sie haben es nicht anders verdient. Wer ist der Mann? Jim Cameron, das beste Schwergewicht, das wir je hatten, bis er sich in Granatsplitter eingefangen hat. Jemand sollte ihm sagen, dass er seine Mütze gerade aufsetzt. Gleich weiterlaufen! Auf, weiter! Nochmal, den linken Arm steif halten und mehr Kraft reinlegen. Hey! Hast du eine Schwiegermutter, mein Junge? Nein, Sir. Liegt dir irgendjemand im Magen? Ich wüsste nicht, Sir. Ah, wie wär's denn vielleicht mit dem Sergeant Major? Sir. Haben Sie keine Zähne, Corporal? Sir. Na, dann lachen Sie mal. Das ist in der königlichen Dienstvorschrift nirgends verboten. Sollte nach dem Dienstplan nicht um 10 Uhr Schluss sein? Das Saufen ist immer 10 Minuten später fertig als die anderen. Das ist eine Tradition noch von allermein her, Mann. Es gibt eine Greenwich-Zeit, eine Sommerzeit, eine Armeezeit und eine Dusty-Zeit. Sie werden sich daran gewöhnen. Das kann ich Ihnen nicht versprechen. Major Miller! Ab! Colonel! Ab! Ab! Es ist 7 Minuten nach 10. Ja, stimmt. Auf die Sekunde genau, Colonel. 3 Minuten noch, Dusty. Diese Übung ist bis 10 angesetzt. Ich lege Wert auf Pünktlichkeit. Sir? Sie hören es ja selbst, eine großartige Kapelle. Da gibt es niemals einen falschen Ton. Das ist eine... Sagen Sie mal, bestehen irgendwelche Uniformvorschriften für solche Musikübungen? Nein, ich finde, dabei ist die Musik das Wichtigste. Gibt's derartige Vorschriften, Pipe Major? Vorgeschrieben sind Feldtasche und Glengarry-Mütze, Sir, aber während des 3, Krieges... 4, 5 Mann mit Tellermützen und vorschriftsmäßige Uniform. Notieren Sie Ihren Namen. Sir. Colonel, wir haben eine Tradition hier, dass... Ich habe viel übrig für gute Traditionen. Bei den Musikübungen habe ich den Leuten erlaubt, so ziemlich alles zu tragen, was Wenn sie Sie wollen. den Männern erlaubt haben, zu tragen, was sie wollen, begründet das noch keine Tradition. Jimmy, ich glaube, es wird Zeit für unseren Schreibkram. Müde, Dusty?
Weißt du, was dieser Barrowboy heute Morgen mit uns gemacht hat? Im Laufschritt den halben Weg zurück von den Schießständen und das in Marschordnung. Die A-Kompanie hat er in den letzten 5 Tagen 3-mal inspiziert. Ja, das sind 2 etwas beunruhigende Wochen gewesen. Typisch für ihn. Er fängt da an, wo er aufhören sollte. Wenn er es wirklich so weit treiben sollte mit 3 Inspektionen wöchentlich, dann bewerbe ich mich um einen Posten als Portier im Claridge's. Den bekommen Sie nicht, Dusty. Da müssen Sie immer geputzte Knöpfe haben. Was will er jetzt eigentlich wieder von uns? Ich habe bessere Dinge zu tun. Meine als Herren, nehmen Sie bitte Platz. Sind alle da, Jimmy? Vollzählig, Sir. Wo ist Sinclair? Er ist nicht in der Kaserne gewesen, Colonel. Ich habe nicht angenommen, dass der Befehl ihn auch betrifft, Sir. Ach so. Meine Herren, ich habe Ihnen heute Nachmittag 2 Maßnahmen anzukündigen. Eine wahrscheinlich etwas weniger erfreulich für Sie als die andere. In meiner Zeit als junger Offizier in diesem Bataillon überwogen die gesellschaftlichen Pflichten eines Offiziers bei weitem seine militärischen. Nun waren die Verhältnisse vor dem Krieg zweifellos anders und ich habe keineswegs vor, die alte Ordnung wiederherzustellen. So. Wir sind zuerst und vor allem Soldaten. Und selbstverständlich widmen wir den größten Teil unserer Kraft der militärischen Ausbildung. Andererseits aber, meine Herren, dürfen wir unter keinen Umständen vergessen, im gesellschaftlichen Leben der Stadt die Rolle zu spielen, die uns zufällt. Wir werden daher am 25. Februar, morgen in einem Monat, eine Cocktailparty für geladene Gäste geben. In einem Monat? Der nächste Punkt gehört dazu, meine Herren. Und ich glaube, er ist nicht weniger wichtig. Zu den vielen Dingen, auf die wir mit Recht stolz sind, gehört auch, dass unser Bataillon bereits seit 2 Jahrhunderten denselben Standort hat. Aus diesem Grunde, meine Herren, ist es unerlässlich, dass wir uns ein gewisses Niveau bewahren. Wir haben unseren Ruf als harte, tapfere Männer im Kriege. Aber wir müssen ebenso bedacht sein auf unseren Ruf als gesellschaftsfähige Herren im Frieden. Der Chorgeist von vorgestern. Bitte keine Unterhaltung. Colonel? In diesem Zusammenhang muss ich bemängeln, wie einige von Ihnen tanzen. Ich bezweifle nicht, dass Sie alle die Schritte beherrschen. Aber einige müssen offenbar daran erinnert werden, dass Tanzen ursprünglich Ausdruck gesellschaftlicher Eleganz ist und kein ohrenbetäubender Klamauk. Deshalb wird von morgen früh an, jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag früh, pünktlich um 7:15 Uhr, vor dem Frühstück eine Dreiviertelstunde Tanzunterricht gegeben. Wenn es der Tanz nicht gerade erfordert, wird niemand die Hände über dem Kopf haben. Kein Gebrüll, kein Herumschwenken am Arm. Der Pipe Major wird den Unterricht leiten. Sie werden sich in Ihrer jetzigen Uniform einfinden, aber mit Segeltuchschuhen. Vermutlich sollen dazu die jüngeren Herren antreten. Alle Offiziere. Junge, ich komme Schämt sowas. Ich habe den Hochländer schon vor 30 Jahren getanzt. Ich denke, sein Besuch am ersten Abend war inoffiziell. Sagten Sie etwas, Captain Rattray? Sir, Was? ich habe gesagt, ich dachte, Ihre Anwesenheit auf Jokes Party sei inoffiziell gewesen, Sir. Sie war inoffiziell. Aber ich warne Sie, diese Art von Bemerkung ist absolut fehl am Platz. Das ist alles, meine Herren. Danke. Ist doch nicht zu fassen. Sack für heute. Ja, der Tanz ist doch wirklich Privatsache. Na, das will ich meinen. Sowas will ein Schotter sein. Ich kann euch sagen, was der ist. Ruhig, ruhig, ruhig. Ich fürchte, es wird Ihnen nicht sehr gefallen, Sir. Wem wird was nicht gefallen? Ich glaube, Sie wissen, wovon ich spreche. In dem Block da drüben liegt doch die Musik, ne? Ja, Sir. Die Fenster sind schmutzig, das sieht man von hier aus. Colonel, Ich würde es nicht anordnen, wenn ich es nicht für unbedingt notwendig Aber es hielt. ist beinahe eine Beleidigung, Sir. Ich bin anderer Meinung. Aber manche Offiziere tanzen seit 30 Jahren. Umso schlimmer, wenn Sie sich dabei noch immer nicht wie Herren Aber können benehmen. Sie nicht die Offiziere mit Sie Hörern... sollen mir nicht immer widersprechen. Haben Sie mich verstanden? Colonel? Sagen Sie dem Pipe Major, ich möchte ihn sprechen. Sir? Pipe Major, Ah, guten Tag, Sir. Was kann ich für Sie tun? der Kommandeur will Sie sprechen. Ist in Ordnung, Sir. Wann denn? Sofort. Gut, mit Vergnügen, Sir. Abteilung! Achtung! Wackeln Sie nicht, Mensch! Weihnachtsmann! Abteilung! Durch! Korporal! Sir! Lass Sie abrücken! Ja, Sir. Achtung! Abteilung! Tisch an! Links! Im Schritt!
Rechts, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts! Ich mache euch gleich Beine, faule Bande! Zum Kommandeur? Mit Ihrer gütigen Erlaubnis. Bitte, Mr. McLean, marschieren Sie rein. Vielen Dank, Mr. Riddick. Das hätte ich auch sowieso getan, Mr. Riddick. Hey, was willst du mit dem Zeug? Das ist Tee, Sir. Denkst du, ich habe geglaubt, dass das Bier oder Whisky ist? Die Teepause fängt um 15:30 Uhr an. Jetzt ist es 15:25 Uhr. Hinein! Stell die Kanne auf den Tisch und rühre sie mir nicht eine Sekunde vor der Zeit an. Verstanden? Sir. Und lauf nicht ohne Mütze rum. Abtreten! Alle Piper machen ihre Sache gut, Sir, aber wir nehmen am besten Corporal Fraser. Er ist verständig und taktvoll. Sehr gut, Pipe Major. Danke, Sir. Es ist ziemlich lange her, dass die jungen Offiziere im Bataillon Tanzunterricht hatten. Den Unterricht bekommen nicht nur die jungen Offiziere, klar? Oh, aber die höheren Offiziere werden doch Diese wohl... Anordnung betrifft alle Offiziere. Alle Offiziere, Sir. Ja, Sir. Kommen Sie rein, Jimmy, wir sind fertig. Pipe Major. Ja, Sir. Noch etwas. Die Fenster im Musikblock könnten mal geputzt werden. Ja, Sir, ich werde es dem Sergeant sagen. Wir werden das sofort in die Wege leiten. Es war ein furchtbares Wetter in den letzten Wochen und... Danke vielmals, Sir. Eine Tasse Tee, Mr. McLean? Das ist sehr freundlich von Ihnen, Mr. Riddick. Die Kanne reicht ja auch für zwei. Hallo, Joke ist bewölkt. Das gibt ein Ungewitter. Hallo, Joke. Störe ich gerade? Was können wir für Sie tun? Nein, bleiben Sie hier, Jimmy. Ich wollte wissen, ob Sie mich heute Nachmittag irgendwie benötigen. Vielen Dank, nein. Ich glaube nicht, dass im Augenblick irgendetwas für Sie vorliegt. Ich kann mir denken, dass es jetzt etwas langweilig für Sie ist. Was haben Sie denn den Tag über verrichtet? Oh, auch nicht viel, Jacques. Jimmy und ich haben gerade die Feuerschutzmaßnahmen kontrolliert. Nach der Karte hier hatte ich festgestellt, dass in der Marketenderei Feuerlöscher fehlen. Das sind mindestens 3 oder 4, ganz bestimmt, ich weiß es. Hier auf der Karte fehlen sie. Jedenfalls sind Sie da, wo es brennen kann. Stimmt das etwa nicht, Jimmy? Ja, es stimmt. Wir waren da und haben es überprüft. Na also, was soll's? Ich bin nie ein großer Papierkrieger gewesen. Sie glauben doch nicht, dass der Papierkram mir Freude macht. Wirklich nicht? Wenn man lange genug hinterm Schreibtisch sitzt, kommt man vielleicht auf den Geschmack. Meinen Sie? Schön, Jacques, danke für Ihre Nachfrage. Wir wollen Sie nicht aufhalten. Dieser Scherz mit der Tanzerei, ich habe eben davon gehört. Sie erwarten doch nicht von mir, dass ich mitmache. Alle Offiziere. Das glauben Sie doch selbst nicht, Mann. Ich bin auch nicht begeistert davon, deswegen früher aufzustehen, aber ich glaube, es ist besser, wir sind alle dabei. Ist das ein Befehl? Wenn Sie es unbedingt so haben wollen. Jetzt hören Sie mal zu, Mann. Colonel, ich ziehe es vor, als Colonel angeredet zu werden, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Na schön, Colonel. Wenn Sie und ich... Wenn ich vorschlagen darf, zu einem anderen Zeitpunkt. Dieser kleine, zarte Knabe mit weißen Knien. Mit seinem, wenn ich vorschlagen darf. Wenn es ihm nichts ausmacht. Zu einem anderen Zeitpunkt. Was ist mit euch beiden los? Genau wie ich es gesagt habe, Mr. McLean. Ich habe schon eine ganze Menge Kommandeurwechsel mitgemacht. Ist immer ein Problem. Aber diesmal gibt's eine offene Feldschlacht. Mit Tieffliegerangriffen. So, das glauben Sie also, Mr. Riddick? Hm? Ja, und soll ich Ihnen noch etwas sagen? Ich glaube, wir stimmen da nicht überein. Das glaube ich auch, weil ich einen Gentleman zu schätzen weiß. Sie sind schrecklich aufgeblasen, Mr. Riddick. Es ist immer dasselbe mit den Leuten, die mal in der Garde angefangen haben. Ihr seid schrecklich aufgeblasen. Ist doch albern. Wenn Sie mein früheres Regiment beleidigen wollen, dann sagen Sie das bitte, Mr. McLean. Nein, das will ich nicht. Wenn Sie mein früheres Regiment beleidigen wollen, werden wir uns auf dem Fechtboden treffen. Wissen Sie, was Sie sind? Ein Gockel, der die Federn verloren hat. Sie sind doch schon viel zu müde, um sich noch auf dem Fechtboden zu amüsieren. Gehen Sie auf Ihre Stube und setzen sich vor die Fernsehkiste. Um 5 gibt's eine hübsche Mickey-Maus-Sendung. So was Unverschämtes ist mir noch nicht begegnet. Sie sollte ich in meinem Haufen haben.
Yes, Sir. Sie Dreckfink, wie sehen Sie denn wieder aus, Sie? Dreckig, von oben bis unten dreckig! Sergeant, notieren Sie seinen Namen. Wie ist Ihr Name? Gordon L. Ah. Röckchen, Röckchen, Röckchen. Ich hab nicht so ein feines Röckchen. Röckchen, Röckchen, bum, bum. Röckchen, Röckchen, bum, bum. Ich mach gleich, Bum Bum. Ich bin doch nur ein kleines Mädchen. Da musst du längst im Bett sein. Wollt ihr machen, dass ihr nach Hause kommt? Ja? Ja, bitte? Guten Abend, Mary. Guten Abend, Fremder. Haben wir wieder eine genügende Menge getrunken? Nein, Mädchen, wir haben keine genügende Menge getrunken. Ich vermute, du hast den ganzen Tag getrunken. Nein, habe ich nicht. Auf jeden Fall hast du ein paar gekippt. Woher weißt du das? Deine Augen. Oh, jetzt wirst du romantisch. Sie sind blutunterlaufen. Du bist verdammt unfreundlich, mein Herzblatt. Willst du dich nicht setzen, Jacques? Danke vielmals. Überrascht es dich, dass ich wieder da bin? Ja. Du siehst aber gut aus, Mary. Ach, wirklich. das kann ich mir kaum denken. Ich habe heute 2 Vorstellungen gehabt. Ist Miss, na du weißt schon, die hier mit dir in der Garderobe sitzt. Ist sie weg? Sie ist nicht in diesem Stück. Meine Schwester Eileen. Ist es das? Das kommt erst. Das nächste. Und du bist Eileen, ne? Eileen ist 18. Ach, du bist Eileen. Natürlich bist du Eileen. Ich habe gehört, euch ist ein neuer Colonel angeliefert worden. Ja, ja. Ha, leidest du sehr? Was ist er für einer? Ach, alberner, dummer Mann. Zum Beispiel? Zum Beispiel, er verlangt von uns, dass wir Tanzunterricht nehmen. Von mir auch. Oh, ich werde dich übers Knie legen. Und nicht nur, um dich zu verhauen. Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Hast du einen Whisky da? Nein. Da in der Schublade ist er. Oh, ich bin gut bei Kasse. Ich bezahle ihn dir. Um Gottes Willen. Ich bezahle ihn. Hier hast du deinen Whisky. Um Erinnerungen zu begießen. Wollen wir beide nicht mal wieder ausgehen? Du und ich in einem verschwiegenen Hotel, wo wir uns einen antütern? Bei dir zu Hause wär's doch viel billiger. Du weißt, dass ich da nicht trinke. Du meinst, da wär's nicht das Richtige mit mir? Oh, Mary, das ist es nicht. Ich bin nicht der Mann, der in Gegenwart seiner jungen Tochter trinkt. Ah, du bist ein Lügner, Jacques Sinclair. Aber ich will dir noch etwas sagen. Du bist ein schlechter Lügner. Mary, ich bin so lange nicht bei dir gewesen. Können wir nicht mal die Tür verriegeln? Nein, das können wir nicht. Gute Nacht, Mary. Gute Nacht. Ich könnte was aus dir machen, Mary, wenn ich Jacques wollte. Sinclair, du bist der eingebildetste Mann, der mir je begegnet ist. Du bist nicht gerade die Erfüllung. Und in der Beziehung kann ich mir ein Urteil erlauben. Ein für alle Mal nein. Sonst hast du nicht Nein gesagt. Du hast dich sonst auch nicht so rar gemacht. Ich bin doch wieder da. Und stinkst nach Alkohol. Du bist stinkend weggegangen und kommst stinkend wieder. Und so würde es bei dir auch bleiben. Probier's doch erst mal aus. Mac wird jeden Augenblick das Licht ausmachen. Komm, Mary, komm doch. Geh, jetzt bevor ich hier noch rausfliege. So was. So, ab mit dir. Bin gleich soweit. 5 Minuten. Ja, ja, Madame. Ich habe hier noch zu tun. Dann leb wohl. Ich meine, leb wohl. Gute Nacht. So. Dämliches Frauenzimmer.
Dusty, Dusty! Aufstehen, Sie haben schon lange geweckt. Wecken! Unsinn, bis zum Wecken sind noch 10 Minuten. Ich hab's doch gerade gehört. Das war vor 10 Minuten. In 3 Minuten haben wir Tanzunterricht. Reich mir das Ballettröckchen aus flammendem Gold. Wo sind die Schuhe, die mich beschwingen werden? Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir werden es vor die Vereinten Nationen. Ich muss runter, sonst pfeift er mich an. So, meine Herren, sind die Gruppen richtig beisammen? Die Dame tanzt in der Mitte des Kreises und blickt immer geradeaus. Wir beginnen mit den einfachsten Figuren. Dusty! Zuerst 8-mal herum und wieder zurück. Fertig? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, herum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt mit Partner. 1, 2, drehen, wechseln. Und 1, 2, drehen und zu dritt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und Rundtanz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Captain Rattray. Bei Ihrem Solotänzchen da in der Mitte die Hände zur Seite, wenn ich bitten darf. Nicht über den Kopf halten. Ich glaube, Pipe Major, das ist eine Frage des persönlichen Stils. Seit meiner ersten Tanzstunde halte ich die Hände nach oben. Ja, ich weiß, Sir, aber gerade diese Verschiedenheiten des Stils wollen wir ja in Übereinstimmung Hören bringen. Sie, Mr. McLean, ich weiß genau, dass beim Achtertanz die Hände über dem Kopf gehalten werden. Neuerdings ja, Major Sinclair, das ist mir bekannt. Aber auf den Bällen vor dem Kriege haben die Herren keineswegs die Hände über dem Kopf gehalten. Ich glaube doch, dass Captain Rattray recht hat. Weitermachen, Pipe Major. Ist zu kalt, um rumzustehen. Halte ich Sie nur nach oben oder wie? Natürlich nach oben, Junge, nicht wahr, Mr. McLean? Bitte reden Sie dem Pipe Major nicht dazwischen. Er hat das Kommando bei dieser Übung und wir alle folgen seinen Anweisungen. Weitermachen, Pipe Major. Sir, Corporal, diesmal mit Musik. Bitte alle wieder auf ihre Plätze, meine Herren. Und dasselbe noch einmal. Alles fertig? Ja. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und zu zweit. 1, 2, Wechsel, 2. 1, 2, wieder Wechsel, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und Wechsel. Auf Wiedersehen, Sir. Tut mir leid, dass Sie schon so früh gehen müssen. Meine Frau und ich bedauern es auch sehr, Colonel Barrow. Hätten wir gewusst, dass es bei Ihnen so schön sein würde, hätten wir unsere zweite Verpflichtung abgesagt. Sieh doch das Pony. Ist es nicht wirklich entzückend? Ja, es hat sich hier aufgestellt, um für die Soldatenhilfskasse zu sammeln. Ein prächtiger Einfall von Ihnen. Eine ausgezeichnete Idee. Auf Wiedersehen, also. Hast du einen Schilling bei dir, Ina? Ja. Hier, du lieber kleiner Kerl. Oh, Canadero. Gefällt es Ihnen bei uns, Miss Sinclair? Eine wundervolle Party. Das Schönste ist natürlich, dass getanzt wird. Kein Wunder, wenn man es so gut kann. Ihnen zuzusehen ist ein Vergnügen. Sie schmeicheln, ich bin eine Anfängerin. Ich habe eben ein Kompliment bekommen als gute Tänzerin. Verdientermaßen. So, was versteht ihr denn schon vom Hochländertanz? Ja, das ist eine Frage, Egal, die ich was gerne... er versteht, jedenfalls hat er mir was Nettes gesagt. Ich glaube, du bist ungerecht gegen ihn. So, Mohawk, wir haben keine Veranlassung, vor ihm zu katzbuckeln. Schließlich ist er nicht der General. Er ist auch nur ein Colonel. Ach, Vater. Sie sieht wirklich bezaubernd aus, Joe. Sie wird heute noch allerhand Eroberungen Ach, das können Sie sich schenken. Sog, machst du ein Tänzchen? So, jetzt werden wir tanzen. Colonel Barrow, den ganzen Abend über beneide ich Sie. Die erste Bataillonsparty nach dem Krieg. Die Früchte des Sieges. Auch genau dasselbe Datum.
Und wenn man vor Schnee nicht durchkam, am 20. Februar war die Bataillonsparty. Ununterbrochen bis 1941. Aber es ist fast so, als wollte ich meine Großmutter das Kochen lernen. War es nicht Ihr Großvater, der seinerzeit diese Tradition begründet hat? Aber jetzt werden Sie sie fortführen, Jahr für Jahr. Das müssen Sie uns versprechen. Wir werden darauf bestehen, mein Freund. Ich bitte um Entschuldigung, Sir. Ich bin eben abgelenkt worden. Ich habe gesagt, Sie haben uns mit dieser Party heute wieder auf den Geschmack gebracht. Ich freue mich sehr, dass es Ihnen gefällt. Wissen Sie, es erinnert mich immer wieder an meine eigene Dienstzeit. Die Casino-Partys sind immer das Beste daran gewesen. Entschuldigen Sie mich bitte. Jimmy. So, und jetzt noch Mario. Was geht da vor? 2, 3 sind ein bisschen vergnügt, Als Sir. ob Sie einen Stierkampf austragen. Das legt sich wieder. Sie haben einen getrunken und sind ein bisschen ausgelassen. Guten Abend, Sir Allen. Sie wissen, dass ich ein solches Betragen nicht dulde. Ich habe keinen Zweifel daran gelassen. Sie haben absolut recht, aber bitte nicht jetzt. Von den Gästen fühlt sich keiner gestört, Klarer Sir. Fall von Ungehorsam. Ich werde es nicht Wir durchgehen können das lassen. doch morgen erledigen, Sir. Sie haben mir nicht zu widersprechen. Hast du dir wehgetan, Wendy? Keine Müdigkeit vorschützen. Komm, Mädchen. Tanzt mal in die Keller weiter. Aufhören! 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 So tanzen die Schotten! Sinclair, haben Sie mich verstanden? Colonel. Halten Sie den Mund! Sinclair! Haben Sie was gesagt, Sir? Ja, Sinclair! Ja. So etwas habe ich noch nie erlebt. Sie melden sich morgen früh bei mir. Piper, abtreten! Ich bedauere, die Party ist zu Ende. Es ist spät. Ich bedauere, dass es so zu Ende gegangen ist. Ich bitte meine Gäste um Entschuldigung. Es fing gerade an, gemütlich zu werden, Colonel. Wer hat das gesagt? Ich, Sir. Adjutant, notieren Sie den Namen dieses Offiziers. Sag mal, habt ihr mitgekriegt, was hier los gewesen ist? Das wird man ja wohl noch sagen Da dürfen. bin ich anderer Meinung. Das war ein verdammt schlechtes Benehmen, Jimmy, vor all den Gästen. Was soll ich ihm morgen früh sagen? Was sage ich ihm bloß? Jock, meinst du, dass du dich richtig verhältst? Kleiner Jimmy, willst du Joke sagen, wie er sich zu verhalten hat? Du meine Güte. Colonel Barrow. Ich weiß, du gehst für ihn durchs Feuer, aber es ist mir gleich, was du sagst. Es war schrecklich, wie er sich aufgeführt hat. Mach dir nichts draus. Was hast du damit zu tun? Bist du sicher, dass du es schaffst? Ja, aber erst muss ich nach Hause. In einer Dreiviertelstunde? Gut, Murat. Bridge Hotel, Hochländer Bar, okay. Mhm. Tja, schnell fahren ist auch eine Möglichkeit, um Abstand zu gewinnen. Unmöglich, einfach unmöglich. Oh, auf den Casino-Partys machen die Offiziere immer dumme Sachen. Das ist beste Tradition. Ich weiß noch damals... Nicht der Colonel. Warum nicht? Ist der Colonel nicht ebenso Mensch wie wir alle? Lächerlichkeit ist immer der Anfang vom Ende. Oh, von Lächerlichkeit kann man doch hier nicht reden. Sie haben sich daneben benommen und wurden von Ihnen zusammengestaucht. Ist doch voll und ganz in Ordnung. Ausgerechnet hierher bin ich geflüchtet. Ich bin früher oft hier gewesen. Wann war das? Oh, vor Jahren. Als die Zukunft noch vor mir lag.
als ich mein erstes Sternchen auf der Schulter hatte. Haben Sie als junger Offizier von der Zukunft geträumt? Ja, ja. Von mutigen Taten. Ich wollte mir das Viktoriakreuz verdienen und als Held sterben. Es stirbt sich nicht so leicht. Wenn einem der Tod wirklich nahe ist, kommen einem die merkwürdigsten Gedanken. Ich hatte während des Krieges nicht viel Zeit zum Denken. Ich habe genug Zeit gehabt. Noch und noch. Im Gefangenenlager. Sie haben mich fast ertränkt. Dann haben sie mich wieder wach gemacht. Dann haben sie mir ein nasses Tuch über den Mund gebunden und mich so lange ins Wasser gedrückt, bis ich wieder so weit war. Was mir die Kraft zum Durchhalten gegeben hat, war nur der Gedanke, dass ich einmal zurückkehren und dann Colonel dieses Bataillons sein würde. Wie mein Großvater und sein Vater vor ihm. Nur wollte ich es noch besser machen als Sie. Naja, Sie haben durchgehalten. Sie haben es überlebt. Jetzt kann nichts mehr zu schwer für Sie sein. Wer sagt, dass ich es überlebt habe? Oh, nun machen Sie einen Punkt, Sir. Sie sitzen hier und erzählen die Geschichte. Ich bin verheiratet gewesen. Aber das ist auch vorbei. Ich verstehe, Sir. Ich bin seitdem sehr allein gewesen. Vielleicht habe ich mich deshalb so auf das Kommando gefreut, so besonders gefreut. Entschuldigen Sie, Jimmy. Sie haben mir wirklich geduldig zugehört. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben keinen Mantel an, entschuldigen Sie. Oh. Vater, bin zu Jenny gegangen, komme später, Moritz. Vielen Dank, Mr. Scobie. Prost. Danke. Für mich bitte nichts Alkoholisches. Ein Export und einen Orangensaft, bitte. Ein Export, eine Orange. Ja. Wo hast du denn das Mädchen kennengelernt? Auf der Eisbahn. Sie war da und... Und du hast sie angesprochen? Nein, nein, ich bin am nächsten Tag wieder hingegangen. Ah, und dann hast du sie angesprochen? Nein, am dritten Tag musste ich auch noch mal hin. Und inzwischen bist du ein perfekter Eiskunstläufer geworden. Du bist ein guter Piper und ein guter Korporal. Und das Privatleben eines Soldaten geht niemand was an, aber die Sache wird dir noch Kummer machen. Muss das unbedingt weitergehen mit ihr? Danke. Ja, Pipe Major, unbedingt. Wiedersehen, Pipe Major. Mach's gut. Achtung, Augen, rechts. Moment mal. Ihr seid richtig, Jungs. Die Piper gehen also immer noch ins Bridge. Ja, Sir. Da pflegt ihr eine alte Tradition. Ich bin als Piper auch immer ins Bridge gegangen. Kehrt Marsch, ich spendiere euch einen Schnaps. Jetzt, Sir? Jawohl, dienstlicher Befehl. Es ist schon spät, Sir. Ja, Sir, für uns ist es schon etwas spät. Nun tut mal nicht so schüchtern, Jungs. Ihr seid eingeladen von einem früheren Piper, nicht von einem Colonel. Kommt. Können wir ihn nicht irgendwie davon abbringen? Landbar. Moment, Sir. In die Landbar, Sir. Nicht die Hochländerbar? Wir haben Wir immer in der verkehren jetzt Hochländer. immer in der Langbar, Sir. Mhm. Sehr gemütlich hier und verdammt sittsam. Guten Abend. Na, was nehmen wir denn? Whisky? Das ist ja nicht drin, Sir. Halten Sie für Soldaten unter Verschluss? Ja, Sir. Mr. Scobie ist ein alter Freund von mir. Sie haben doch einen Whisky für uns. Gibt's hier nicht. Oh. Dann bitte ein Bier für mich, Sir. Corporal? Dasselbe, Sir. Rum, Sir. Rum, Sir. Dann nehmt ihr drei wohl rum. Ja, Sir, hat uns der Arzt verschrieben. Haha, jetzt muss ich erst mal rechnen. Das sind 2 Bier, Mr. Scobie, und was Scharfes für einen ehemaligen Piper und 3 Rum. Möchten Sie vielleicht eine Zigarette rauchen, Sir? So belügst du mich also. Vater, ich kann dir erklären, warum ich hier bin. Sir, ich wollte doch die Hand... Lügnerin! Ich hab die Schuld, Sir. Sie halten den Mund und warten, bis ich Sie frage. Ich halte dich. Also dich, ich halte dich. Verstehst du mich? Ich halte dich. Ich halte dich. Ich hab ihn oft genug gesagt. Jetzt fang nicht damit an. Erst wollen wir ihm mal helfen. Er kommt ja schon. In meinem Lokal gibt's keine Krawall. Wartet drüben mit der anderen Bar, Jungs. Und kümmert euch auch um das Mädchen.
Nur mal 2 Minuten, Mr. Scobie. Ja, ja. Und Sie verschwinden jetzt auch. Dann ist er wieder auf Deck. Ich kann das beim besten Willen nicht verstehen. Ein Mann mit Ihrer Erfahrung macht solche Sachen, so etwas Dummes. Ich begreife es selber nicht, McLean. Haben Sie von dem jungen Mann nichts gewusst? Nein. Hat sie Ihnen nichts gesagt? Nein. Wahrscheinlich haben Sie es unter einer Art Schockwirkung getan, hm? Ja, so wird's gewesen sein. Er war doch in Uniform. Er war in Uniform, Sir. Hm. Ja. Ja, er hat was gesagt. Er hat was zum Colonel gesagt. Ich hab's nicht verstehen können. Ich werd verrückt. Joke, was machst du denn hier? Ist was passiert? Ja, Mary. Ich habe eine Dummheit gemacht. Darf ich rein? Joke, es ist doch jetzt schon sehr spät, weißt du, und ich... was hast du denn gemacht? Ich habe einen Korporal geschlagen. Was hast du? In der Kneipe. Ich weiß selbst nicht, was mit mir los gewesen ist. Und der Junge war in Uniform. Joke, das ist ernst. Es ist mehr als ernst. Es kann das Ende sein. Also, wenn du willst, komm rein. Aber ich bin nicht allein, damit du Bescheid weißt. So, wer? Er ist in Ordnung, ein guter Freund. Charlie Scott, was machst du hier? Ein Besuch, alter Freund, ein Besuch. Nimm doch Platz. Von euch beiden Süßen eingerahmt. So traurig ist es um mich noch nicht bestellt. Ich bitte die Störung zu entschuldigen. Ah, beurteile nicht immer jeden nach dir selbst, Joke. Charlie Joke hat einen Corporal geschlagen. Das tut man nicht, alter Und Freund. in einer Minute wird er vielleicht auch noch einen Major schlagen. Den wortgewandten, aalglatten Charlie. Joke! Hab keine Angst. Ich tu ihm nichts. Er soll den Damen erhalten bleiben. Unser Charlie. Ah, ich glaube, du ziehst etwas voreilige Schlüsse. Charlie, was können wir da machen? Joke hat ihn in einem Lokal geschlagen. Ihr werdet gar nichts machen. Joke sieht, was hier gespielt wird, und Joke zieht sich zurück. Charlie! Gute Nacht, alter Freund. Lasst mich zufrieden mit deinem alter Freund. Joke! Joke! Du kannst so nicht gehen. Und ob ich so gehen kann. Gar nicht schnell genug. Guten Morgen, Major! Stop! To the right! And Gibt's was Neues? Der Bericht liegt seit einer Stunde bei Barrow auf dem Schreibtisch. Blödsinn, mein Job? Hat volle Deckung genommen. Barrow wird ihm eins auswischen, aber mit welchem Recht? Nach der Vorstellung, die er gestern gegeben hat? Das ist ganz was anderes, Dusty. Schreien und brüllen auf einer Cocktailparty ist was Unfeines. Aber du sollst dich nie an einem Corporal vergreifen. Das ist ein Gesetz. Nicht einfach für mich. In jedem Fall wird man an meiner Objektivität zweifeln. Aber das ist letzten Endes egal. Ich kann mich nicht von persönlichen Gesichtspunkten beeinflussen lassen. Wir müssen unbedingt zu einer objektiven Beurteilung kommen. Deshalb habe ich Scott hergebeten. Einfach ein Jammer. Es ist leicht, milde zu sein. Aber Misshandlung eines Corporals in Uniform in einem öffentlichen Lokal, das ist eine verdammt ernste Sache, Jimmy. Natürlich, Colonel, aber ich bin sicher, dass Scott derselben Meinung ist. Na schön, herein. Ah, Scott. Colonel? Haben Sie schon von der Sache gehört? Ja, Colonel. Heiteres Treiben in der Kneipe der Piper. Die Frage ist jetzt, vergessen wir die ganze Geschichte oder greifen wir sie auf? Jimmy hat mir gesagt, wie er darüber denkt. Aber bevor ich einen Entschluss fasse, möchte ich auch Ihre Meinung erfahren. Sie sind sich klar darüber, dass es Militärgericht bedeutet, wenn wir die Sache aufgreifen? Mit Sicherheit, würde ich sagen. So etwas wäre dem guten Ruf des Bataillons nicht gerade dienlich. Es würde ihm mehr schaden, wenn die Geschichte durchsickert und wir in der Sache nichts unternommen haben, Colonel. Das ist Ihre Meinung? Natürlich. Aber Charlie, Jock ist ein besonderer Fall. Ja. In einem Lokal, in Uniform, in Gegenwart von Zeugen. Habe ich recht? Sie haben absolut recht.
Ja, ich weiß, aber hören Sie, wenn Corporal Fraser Meldung gemacht hätte, müssten wir was unternehmen. Aber er hat's nicht getan und ich glaube auch nicht, dass er es noch tun wird. Schließlich war es eine völlig private Geschichte, Charlie. Tut mir leid, ich bin da anderer Meinung. Natürlich haben Sie zu entscheiden, Colonel. Selbstverständlich. Ich fürchte, Sie werden sich damit nicht beliebt machen. Das Schicksal jedes Offiziers, der ein Kommando führt. Er kann nur hoffen, dass es ihn nicht beeinträchtigt, gewissenhaft seine Pflicht zu tun. Danke, Scott. Colonel. Hören Sie, Charlie, bevor Sie Einen gehen... Moment, Jimmy. Sagen Sie dem Sergeant Major, dass ich mich entschieden habe und veranlassen Sie, dass das Beweismaterial zusammengetragen wird. Wir werden eine Untersuchung durchführen und das Ergebnis an die Brigade weiterleiten. Nimm's nicht so schwer, Jimmy. Ich begreife dich nicht, Charlie. War das nötig? Wen ist damit gedient? Joke? Joke, bist du da? Ja? Mary, was zum Teufel tust du hier? Und was zum Teufel tust du da? Wie du siehst, Zähne putzen. In deinem Uniformmantel? Jetzt? Um die Zeit am Vormittag? Joke, was machst du für Sachen? Da setzt mir mein erstes Frühstück. Komm rein. Ich würde dir gerne eine Tasse Kaffee anbieten, aber ich weiß nicht, wo er ist. Oder Whisky. Ich möchte gar nichts. Morak hat ihn sicher versteckt. Hast du denn deinen Burschen nicht mehr? Ich habe ihn weggeschickt. Übrigens, Morak ist auch weg. Sie will bei Freunden wohnen, hat sie mir gesagt. Armes Mädchen. Joke, ich habe Charlie gesagt, er ist für mich erledigt. Wieso? Weil er es nicht hätte tun dürfen. Ich bin fertig mit ihm. Ohne Charlies Zustimmung hätte Baron niemals gewagt, gegen dich so etwas zu unternehmen. Du gibst mir Kreuzworträtsel auf. Ich verstehe dich nicht. Hat Charlie dir denn nichts gesagt? Sag du es mir. Barrow hat Charlie heute Morgen zu sich gerufen, um seine Meinung zu hören. Und Charlie hat sich gegen dich gestellt. Weißt du das von Charlie? Ich habe mit ihm telefoniert. Er hat mir noch nichts gesagt. Vielleicht wird er dir auch gar nichts sagen. Wie kannst du ihn so verdächtigen? Charlie ist nicht so falsch. Hat er dir erzählt, was Barrow gesagt hat? Sie machen eine formelle Untersuchung. Aha. Tja, das ist dann das Ende für mich. Aber Charlie würde so etwas nie aus Gemeinheit tun. Du kennst uns bloß, wenn wir einen sitzen haben und verrückt spielen, aber du kennst nicht die andere Seite. Charlie ist ein guter Offizier. Du weißt, ich habe niemals Ärger gemacht. Ich weiß überhaupt nichts, ich weiß gar nichts. Oh, Mary, ich bin ein Scheuser. Ich hätte das nicht sagen dürfen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ich frage mich, was geht's mich überhaupt an? Oh, Kindchen. Es geht eben nicht, dass ein Offizier einen Korporal schlägt, das ist mir klar. Ich hätte genauso gehandelt wie Charlie. Das hättest du niemals getan, Joke. Das ist ja der Unterschied zwischen euch. Du nimmst von allen immer das Beste an. Aber die anderen machen es nicht so wie du. Du bist ihnen weit voraus. Ich bin müde. Ich bin fertig. Sieh mich doch an. Weißt du noch, wer mir mal gesagt hat, wer schlapp machen will, ist ein Feigling? Hast du alles vergessen? Zäh sein. Die Zähne zeigen. Mit denen man sich festbeißt. Ah, es wird schon wieder. Ich habe eine scheußliche Nacht hinter mir. Trotzdem musst du wieder hin. Und wenn du es vielleicht nur für mich tätest. Schock. Heute Morgen lag ich mit geschlossenen Augen im Bett. Und ich sah eine Liste von Männern vor mir, die viel zu lang ist. Und ich habe mich gefragt, was für mich am Ende dieser Liste steht. Außer Bitterkeit und Enttäuschung. Und dann habe ich an dich gedacht. Und habe ganz laut gesagt, einmal habe ich einen Mann in meinen Armen gehalten, der wirklich ein Mann war. Oh, Joke, bitte. Nimm mir das jetzt nicht auch noch. Ach, Mary. Ich habe das Gefühl, du überschätzt mich. Versteh mich recht, Joke. Ich bin nicht hier, um dir zu sagen, dass ich dich liebe.
Ich bin auch nicht hier wegen der Einladung von damals. Ich bin nur hier, um dir zu sagen, dass es unmöglich ist, dass Jock Sinclair erklärt, er ist am Ende. Auf die Barrikaden. Aber genau. Gestiefelt und gespornt und wieder hin. Ich bin nicht sehr gut im Komplimente machen, Mary. Es klingt eher wie eine Beleidigung, wenn ich sage, du bist die Richtige für einen Soldaten. Oh, nein, Jock. Nein, ist doch bestimmt anders gemeint. Wenn es auch nicht gerade etwas über deine Keuschheit aussagt. So doch eine Menge über dein Herz. Jetzt aber los. Mary. Oh, lass jetzt den Unsinn. Los, vorwärts ins Bad mit dir. Right, left, right, hey! Front girl! Front! Eyes, hey! Eyes, front! Take it up there, move up! Left, right, left, right, left, right, left. Guten Morgen, meine Herren. Morgen, Jock. Vielen Dank für die stürmische Begrüßung. Ach, Dusty, würdest du bitte da mal aufs Knöpfchen drücken, damit ich einen Schluck zu trinken bekomme? Natürlich, Jock, natürlich. Charlie, hast du heute Morgen versucht, mich anzurufen? Wieso, alter Freund? Nein. Liebe Mami, ich habe furchtbare Frostbeulen. Guten Morgen, Corporal. Guten Morgen, Sir. Schrecklich, diese Hitze, nicht wahr? Es ist kalt, Sir. Kein Wunder, dass Ihnen kalt ist. Sie sind ja auch nackt. Machen Sie Ihren Kragenknopf zu. Sir. Und dann können Sie mir einen anständigen Whisky bringen. Sir. Langsam, Junge, langsam. Was trinkst du, Charlie? Ich habe noch, wie du siehst. Ich will wissen, was du trinkst. Ich habe dich etwas gefragt. Es geht nicht um ein Gerücht, sondern um einen einfachen Tatbestand. Was ist in deinem Glas? Brandy. Also einen anständigen Brandy. Na, alter Freund? Jock, ich möchte dich sprechen. Was gibt's denn? Nicht hier. Dienstlich? Sozusagen. Ist es dienstlich? Ja, Jock. Nicht hier, nicht im Casino. Tja, ja. Hm. Na, was gibt's denn Neues heute? Keine Neuigkeiten. Doch wenigstens ein kleines bisschen Kasernenklatsch. McKinn? Es hat geschneit. Lobenswerte Beobachtungsgabe. Junge. Hör mal, Jock, ich muss mit dir reden. Es ist wichtig. Jimmy, es gibt nichts, was so wichtig sein kann, mein Junge. Gar nichts. Und, Jimmy, vielleicht will ich es überhaupt nicht wissen. Das dürfte aber wichtig sein, Jock. Wirklich wichtig. Mein Gott, wie schätzt ihr mich eigentlich ein? Offenbar glaubt ihr, ich bin taub und stumm und blind. Denkt ihr denn, ich weiß nicht, was hier gespielt wird? Guten Morgen, Colonel. Guten Morgen. Machen Sie uns die Freude? Danke, aber ich habe nicht viel Zeit. Vielleicht auf einen Brandy? Nein, danke. Ich will heute Nachmittag schießen und da wäre das nicht sehr förderlich. Nur einen Schluck Kaffee. Möchtest du vielleicht auch einen Kaffee, Charlie? Nein, Major Scott, ich bringe ihn Ihnen. Oh, Verzeihung, Colonel. Charlie nimmt niemals Sahne in den Kaffee. Hat er nicht einen ausgefallenen Geschmack? Das würde ich nicht unbedingt sagen, Jock. Jock, bitte. Erik, hat er nicht einen ausgefallenen Geschmack? Besonders ausgefallen finde ich das nicht. Besonders ausgefallen finde ich das nicht. Er hat einen ausgefallenen Geschmack, vielleicht weniger beim Kaffee, alter Freund. Zum Teufel, Charlie Scott, hol dir deinen Kaffee selbst. Joe geht jetzt was essen. Wer leistet ihm Gesellschaft? Jimmy? Tut mir leid, Jock. Ich habe zu tun. Inspektion. Dann werde ich also allein essen. Ich werde dir Gesellschaft leisten, Jock. Ich auch. Alec Rattray gehört nicht zu denen, die dich fallen lassen. Oh,
hier meine Schmuckstücke. Jokes Mannschaft wächst. Zum letzten Mal, Mr. McLean. Wir haben uns da nicht einzumischen. Und ich sage Ihnen, Mr. Riddick, als rangältester Sergeant haben Sie die verdammte Pflicht, die Meinung der Sergeants und Corporals dieses Bataillons dem Kommandeur vorzutragen. Das werde ich nicht tun, Mr. McLean. Dann tue ich es, Mr. Riddick. Das ist nicht Ihre Sache, Sie unverschämter Kerl! Marschieren Sie rein, Mr. Riddick, marschieren Sie rein. Herein. Bitte offen sprechen zu dürfen, Sir. Ja, Mr. Riddick, was gibt's? Ich habe mit dem Pipe Major gesprochen. Er hat eine Aussprache mit dem Adjutanten gehabt. Und weiter? Wäre es möglich, dass wir mit der Untersuchung etwas voreilig gewesen sind, Sir? Was sagen Sie da? Ich würde diese Meinung nicht äußern, wenn es nicht die Meinung aller Sergeants und Corporals des Bataillons wäre, Sir. Sie haben das Gefühl, die Untersuchung würde dem Ruf... Mr. Riddick, ich muss mich sehr wundern. Ich denke, ich habe befohlen, dass das Beweismaterial zusammengetragen wird. Sir, ich habe den Befehl erhalten. Sir! Dann führen Sie ihn aus. Mr. Riddick, mir ist klar, dass das kein erfreulicher Befehl ist, aber es ist ein Befehl. Wir müssen an den guten Ruf des Bataillons denken. Bitte um Verzeihung, Sir. Bei unseren Erwägungen ging es nur um den Ruf des Bataillons. Wir glauben, dass es für das Bataillon am besten wäre, wenn Sie den kleinen Vorfall selbst erledigen würden. Darüber gibt es keine Diskussion mehr. Haben Sie mich verstanden? Die Meinung des Sergeants interessiert mich nicht im Geringsten. Mr. Riddick, wenn ein Offizier sich an einem Untergebenen vergreift, muss er dafür bezahlen, oder nicht? Oder nicht? Sir! Dann führen Sie meinen Befehl aus. Sir! Bitte? Ich wollte fragen, wünschen Sie einen Pfannkuchen zum Tee, Sir? Was? Einen Pfannkuchen, Sir. Ein paar von den Jungs kriegen Pfannkuchen zum Tee. Montags, mittwochs und freitags. Sie kosten 4 Penny das Stück, aber sie sind wirklich gut. Sie können auch einen kriegen, Sir. Nein, vielen Dank. Es würde mir gar keine Umstände machen, Sir. Nein, danke. Wie Sie befehlen, Sir. Ich wollte Sie wenigstens fragen. Colonel Sinclair nahm immer einen Pfannkuchen zum Tee. Tut mir leid, dass ich Sie enttäuschen muss. Sie haben wohl Rugby gespielt. Der nächste Rugbyplatz ist 40 Kilometer entfernt. Wir haben einen Dauerlauf gemacht, Sir. Sie wissen wohl nicht zufällig, wo Major Sinclair ist. Jimmy hat mir gesagt, er wäre im Er schläft sich Casino. in Dustys Zimmer aus, 21. Vielen Dank, Simpson. Danke. Freut mich, dass sich einige meiner Offiziere auch außerhalb des Dienstes sportlich betätigen. Musst du denn immer so unhöflich zu ihm sein, Alec? Es ist eine verdammt schwierige Situation für ihn. Dusty ist nicht hier. Das habe ich gewusst. Ich komme zu Ihnen. Habe ich Sie geweckt? Ja. Tut mir leid, aber es ist wichtig. Ich glaube, ich habe leider keine bei mir. Da in meiner Jacke sind welche drin. Wie spät ist es denn, Colonel?
4 durch. An einem düsteren Nachmittag. Tja, Sie wollten doch heute Nachmittag schießen. Nicht abschießen, sondern schießen. Ich habe es mir anders überlegt. Dieses Gespräch hier ist rein persönlicher Art, Sinclair. Ich möchte die Dinge zwischen uns klar haben. Wenn Sie mich verwirren wollen, Colonel, Sie sind auf dem besten Wege Ich will Sie dazu. nicht verwirren, im Gegenteil. Das alles ist nicht einfach für mich. Glauben Sie vielleicht, für mich ist es ein Festessen? Nein, das glaube ich nicht. Jacques, es tut mir leid. Wirklich leid. Wie die Umstände auch sein mögen. Kein vernünftiger Mensch kann annehmen, dass es einem Offizier ein Vergnügen bereitet, einem Kameraden schaden zu müssen. Ach du lieber Himmel. Es tut Ihnen also leid. Wie schön für Sie. Aber Sie haben mir noch nicht gesagt, was Ihnen überhaupt leid tut. Mr. Riddick trägt das Material zusammen für ein Militärgerichtsverfahren. Mir bleibt keine andere Wahl. Was heißt, mir bleibt keine andere Wahl? Könnten Sie die Sache nicht selbst erledigen? Ich wünschte, ich könnte es. Sie sind doch der Kommandeur dieses Bataillons. Und ich kenne meine Pflichten. Und ich frage Sie, können Sie mir unter den gegebenen Umständen einen plausiblen Grund sagen, weshalb ich den Vorfall nicht weitergeben sollte? Wenn einer meiner Offiziere es getan hätte, hätte ich ihm die Hölle heiß gemacht. Ich habe Befehle von der Brigade entgegengenommen, aber ich habe nie schmutzige Wäsche da gewaschen. Es sind Zivilisten als Zeugen dabei gewesen. Ach, Und zum wenn ich die Teufel Sache... mit Ihnen, Barrow. Sind Sie ein Mann oder sind Sie ein Paragraph? Sie sagen, es tut mir leid. Und im selben Atemzug brechen Sie mir das Genick. Ach, Sie sind sowieso in 1 oder 2 Jahren bei der Brigade. Was kann Ihnen da das Bataillonskommando schon bedeuten? Nichts. Nichts? Sie mögen hier Ihren Weg vom Piper zum Colonel gemacht haben, aber ich bin vor Ihnen da gewesen. Ich wurde hineingeboren in dieses Bataillon, hineingeboren in ein Ideal. Die mit Fetzen umwickelten Füße bei Corunna. Die Attacke bei Waterloo, eine dünne rote Linie. Hochländer, die mit dem Ruf unser Leben für Schottland in den Steigbügeln hingen. Der Schlamm von Passchendaele, in dem mein Vater fiel. Die Geschichte des Bataillons lebt in mir. Auch das Kapitel, wo Sie das Kommando in der Wüste hatten. In der Schlacht haben Sie auf einem Panzer gesessen, wie als Piper beim Zapfenstreich. Sagen Sie mir, was Sie wollen, aber nicht, dass das Bataillon mir nichts bedeutet. Ich habe mit dem Bataillon gegessen und geschlafen, habe mit ihm gelebt und gekämpft. Und ich habe von ihm geträumt, seit ich meine ersten Zinnsoldaten hatte. Entschuldigen Sie. Nein, nein, lassen Sie die Entschuldigung. Es ist auch etwas spät für Entschuldigungen auf beiden Seiten. Aber wenn ich die Sache mit Anstand begraben könnte, ich würde es tun, glauben Sie mir. Nein, 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 Colonel. Aber ich überlege schon die ganze Zeit. Wer wird unter den Schlagzeilen leiden? Ex-Colonel schlägt Untergebenen, Liebhaber seiner Tochter. Soll ich Ihnen sagen, wer am meisten leiden wird? Nicht Morrock, nicht der Corporal, nicht mal ich. Aber Sie haben doch vorhin so ein treffliches Wort dafür gefunden. Noch mehr als das Bataillon. Was haben Sie vorhin gesagt? Das Ideal. Das ist es. Das Ideal des Bataillons. Die Lebenden und die Toten von Jahrhunderten. Das Ideal unserer Gemeinschaft, das wird am meisten leiden. Colonel, ich habe mich wie ein verdammter Narr benommen. Das weiß ich selbst am besten. Aber sowas macht man nicht zweimal. Nicht, wenn man noch einmal eine Chance kriegt. Ich würde Ihr Mann sein, Barrow. Wir wären ein gutes Gespann. Darauf haben Sie Jacques' Wort. Also gut. Bedeutet das, dass Sie es nicht weiterverfolgen werden? Das habe ich wohl damit gesagt. Oh Gott, Mann. Es wird Ihnen nicht leid tun. Es wird Ihnen nicht leid tun, Colonel, das verspreche ich Ihnen. Ich hoffe, Sie haben recht. Zinnsoldat.
Wer so über Rockträgerin spricht, ist nicht würdig, den Rock zu tragen. Seid ihr nicht alle derselben Meinung? Wir werden ihn auf den Tisch stellen und er muss uns ohne Rock einen Bauchtransport führen. Doch mal, wie du Kardinal machst. Oder dann, ich brauche deinen vorher eine Stärkung, du. Weißt nicht, was dir bevorsteht. Noch ein Whisky und dann trinken wir noch eine Runde auf meine Kosten. Vorsicht, Jock, das ist schon die zweite Runde, die du in einem Monat schmeißt. Kannst du mir etwa vorwerfen, dass ich geizig bin? Nein, verschwenderisch. Ihr gemeinen Bastard. Ich werde euch alle aus dem Universum blasen. einsetzen. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie es gemacht wird. Der Colonel ist ein Experte im Fünfkampf. Aha, im Fünfkampf. Sie sollten mal selbst eine Mannschaft ausbilden, Sir. Was halten Sie davon? Wie wär's zum Beispiel mit Red Ray? Ja, der käme in Frage. Er müsste ein ziemlich scharfes Training haben. Regelmäßigen Langlauf. Komm, Jock, sing uns was vor. Nein, nein, McKinnon soll mal singen. Nein, das hier ist mit dem Lied dran. Lieber sing ich selbst, als dass ich mir das hier anhöre. A Gordon for me, a Gordon for me. If your nay a Gordon, your nay is a me. The black one shall blow, the sheep was the law. The cocky we Gordon's the pride of them all. And come on, now, nay a Gordon for me. If your nay a Gordon, your nay is a me. The black one shall blow, the sheep was the law. The cocky we Gordon's the pride of them all. And the Behalten Sie Platz. Sie sind nicht dabei, drüben bei der Feier, Scott? Wieso Feier, Colonel? Ich wüsste nicht, was zu feiern wäre. Sie halten meine Entscheidung für falsch, nicht wahr? Ein solches Urteil steht einem Kompanieführer nicht zu. Wir haben nicht nach Gründen zu fragen. Es liegen Welten zwischen den Begriffen Macht und Unbeugsamkeit. Ich wollte nicht etwas durchsetzen, nur um zu beweisen, dass ich die Macht habe, es zu tun. Manchmal ist die Führung eines Bataillons auch eine Frage des Kompromisses, damit die Gemeinschaft nicht zerfällt. Ganz zweifellos, Sir. Wir beginnen den modernen Fünfkampf mit Langstreckensaufen. Was soll das? Jedenfalls sorgt Ihr Kompromiss für gute Stimmung, Colonel. Sie glauben, ich habe es getan, um mich beliebt zu machen? Glauben Sie wirklich, ich hätte mich aus diesem Grund so entschieden? Lieber Colonel, wir wissen ja gar nicht, dass Sie sich entschieden haben. Dass der Fall nicht zur Brigade kommt, davon wissen Sie nichts? Das ist bekannt, Colonel. Na und? Wir haben angenommen, das wäre Jokes Entscheidung. Alter Freund, für die Offiziere sind Sie doch im Grunde genommen gar nicht da. In meinem vergleichsweise läppischen Dasein habe ich manches zu tun versäumt, was ich lieber hätte tun sollen. Ich habe mir dann vorgemacht, ich hätte es unterlassen aus ethischen Gründen wie Menschlichkeit, Nächstenliebe, Kameradentreue. Nicht besonders würdevoll. Man würde erwarten, ein Colonel wäre darüber hinaus. Immerhin, taktisch waren Sie nicht ungeschickt, Colonel. Joke wird sich Ihnen bestimmt sehr verbunden fühlen. Feiern Sie doch mit, zwei Joke und seinen munteren Freunden. Ich bin sicher, dass man Sie in der Runde stürmisch begrüßen wird. Heute muss er mit mir anstoßen. Buttermilch. Wo steckt denn der Kerl? Lass doch durchgegangen. Nein. Heute Abend muss er noch Whisky mit mir trinken. Alle Zimmer durchsuchen. Links, rechts. Marsch! Abteilung! Halt! Wo ist er denn? Alle stehen bleiben. Suchkommando, Rattray an die Vorhänge, McKinnon unter den Tisch. Elliot in den Kamin. Kugelstoßen.
Hukelst? Na klar, er trainiert für den 5K. Armer Charlie, musst du so ganz allein spielen. Bist du traurig, lieber Charlie? Hauptsache, du amüsierst dich, alter Heute Freund. traurig. Oh. Charlie Scott, du interessierst mich. Hast du mit dem verloren gegangen, vielleicht ein bisschen geplaudert mit dem Colonel, meinem Wohltäter? Das habe ich. Und worüber habt ihr gesprochen? Er vertrat die Meinung, Kompromisse wären der Disziplin im Bataillon nicht abträglich. Und du bist anderer Meinung gewesen? Ich habe es nicht kapiert. Es war wahrscheinlich zu hoch für mich. Wird höchste Zeit, dass der Kleine Nachhilfeunterricht bekommt. Du bist also noch immer der Meinung, ich müsste bei der Brigade Den Gründen für seinen Meinungswechsel kann man nicht leicht folgen. Mit anderen Worten, wenn es nach dir ginge, käme ich vors Militärgericht. Natürlich, alter Freund. Wollen wir dem Knaben die Unterhosen ausziehen? Du bist kalt wie eine Hundeschnauze, Charlie. Und was hat er noch gesagt? Oh, nicht viel. Dann ist er abgezittert. Vielleicht in den Garten, um Würmer zu essen, damit er noch ein paar mehr im Kopf hat. Was war das? Wer ist Offizier vom Dienst? Ich, Sir. Sie gehen rauf in Colonel Barrows Zimmer. Dann kommen Sie wieder hierher und machen mir Meldung. Mach doch keine Witze. Das ist doch nicht möglich. Wer denn sonst? Ist jemand draufgegangen? Der Offizier vom Dienst. Er ist nicht in seinem Zimmer. Er ist im Waschraum. Da ist Blut, Sir. Er hat sich selbst erschossen. Warten Sie hier. Wie konnte er nur so etwas Dummes machen? Haben Sie vorher schon mal einen toten Kameraden gesehen? Nein, Sir. Kommen Sie her. Wir müssen feststellen, ob er tot ist. Es ist aus mit ihm. Was haben Sie denn, McKinn? Sie brauchen sich deswegen nicht zu schämen. Ich habe nichts, Sir. Nehmen Sie Ihre ganze Kraft zusammen. Wenn Sie ein Soldat werden wollen, müssen Sie lernen, mit den Lebenden und mit den Toten umzugehen. Das ist die Grundlage Ihres Handwerks. Nein, jetzt nicht wegsehen. Sehen Sie sich ihn an. Und jetzt rufen Sie den Arzt.
Sein Tod kann mich nicht beunruhigen. Aber seine Haltung. Meine Herren, Mützen ab, setzen Sie sich. Ich gebe bekannt, Colonel Barrow wurde am Abend des 21. Februar tot aufgefunden. Laut Feststellung vom 23. Februar hat er infolge plötzlicher Störung seines Geisteszustandes Selbstmord begangen. Wir haben uns mit seiner Frau in Verbindung gesetzt. Sie hat den Wunsch ausgesprochen, dass die Beisetzung vom gegenwärtig kommandierenden Offizier des Bataillons vorbereitet und durchgeführt wird. Vorhaben: Beisetzung des Kommandeurs durch das Bataillon. Macmillan, finden Sie das komisch? Verzeihung, Colonel. Ausführung. Der Colonel wird durch das Bataillon mit allen militärischen Ehren beigesetzt. Wir teilen das Unternehmen in 3 Abschnitte auf. Vor der Beisetzungsfeier, die Beisetzung selbst und der Rückmarsch zur Kaserne. Vor der Beisetzungsfeier. Der Sergeant Major lässt das Bataillon in Paradeaufstellung antreten, A-Kompanie auf dem rechten Flügel. Das Trägerkommando und das Piper-Korps dahinter. Das Fahnenkommando unter Mr. McKinn. Sir? Der Sarg wird von einem Kommando getragen, das aus den 8 rangältesten Sergeants besteht. Ein voller Zug, zusammengestellt aus Gruppen sämtlicher Kompanien, wird die Lafette ziehen. Hervorragende Planung. Ich verbitte mir alle Kommentare. Unter meinem Kommando wird sich das Bataillon in Dreierkolonne in Bewegung setzen und im Trauermarsch die Kaserne verlassen. Morgen Vormittag um 10 Uhr wird eine Probeparade stattfinden. Wir werden dabei mit... Bitte unterbrechen zu dürfen, Sir. Bitte, ja? Um 10 Uhr ist Bataillonsappell, Sir. Der Bataillonsappell wird ausfallen. Bitte um Entschuldigung, Sir. Verschiedene Leute haben Arrest. Kommen Sie mir nicht immer mit Einwendungen, Mr. Riddick. Nicht jetzt, nicht hierbei. Das Bataillon wird im Trauermarsch die Straßenkreuzung erreichen, links abbiegen an der Stuart Road, die Bridge Road hinunter zur High Street, immer unter Trommelklang. Trommelklang. Das Bataillon nimmt Aufstellung vor dem Friedhof. Präsentiert das Gewehr. Die Stabsoffiziere werden vortreten, um den Sarg zu begleiten. Sie werden ihn mit dem Geistlichen und der Bataillonsmusik zum Grab folgen. Und Blumen für den Colonel. Mr. McLean. Sir? Wer ist der beste Piper? Wen machen wir zum auserwählten Piper? Lassen Sie mich überlegen, Sir. Es sind alle gute Piper. Haha! Jorg ist der beste Piper. Ja, oh ja, davon bin ich überzeugt, Sir. Habt ihr keine Zähne? Es ist dir erlaubt zu lachen. Es ist dir erlaubt, guten Mutes zu sein. So steht es im Übungshandbuch, auch nachzulesen beim heiligen Paulus. Wissen Sie, wen Sie nehmen? Ja, Sir, er ist nebenan. Ich werde ihn hereinbringen, Sir. Was haben Sie, Major Scott? Nichts, Jock. Colonel, ich wünsche von Ihnen, mit Colonel angesprochen zu werden. Colonel, eine recht komplizierte Aktion. Ist ja ein Begräbnis für einen Feldmarschall. Von Corporal Fraser haben Sie kein Wort gesagt. Er ist mein bester Piper, Sir. Naja. Wo war ich stehen geblieben? Achtet denn hier niemand auf meine Befehle? Bei der Beisetzungsfeier, Sir. Danke, Captain Simpson. Danke, Erik. Corporal? Sir? Sie sind der ausgewählte Piper. Sir? Sind Sie verheiratet, Corporal? Oder ledig? Ledig, Sir. Colonel, wir haben wenig Zeit. Ich möchte die Dinge endlich klar haben. Was soll jetzt noch die verfluchte Geheimnistuerei? Da wir gerade bei einer Unterbrechung sind, Colonel.
Ich glaube, es ist etwas zu gewaltig, was Sie da beabsichtigen. Ich bin nicht der Meinung. Immerhin ist Barrow nicht allzu lange bei uns gewesen. Ich weiß, er hatte seine Qualitäten. Natürlich haben Sie vollkommen recht, Colonel. Er muss selbstverständlich ein ehrenvolles Begräbnis haben, aber das ganze Bataillon und die Lafette, vielleicht wäre eine etwas stillere Feier angebrachter. Sicher, aber die Begleitumstände seines Todes... Was heißt die Begleitumstände seines Todes? Was soll das bedeuten? Ich finde, Sir, es wird schon jetzt genug geredet. Ich weiß, es war bei ihm eine geistige Verwirrung. Aber ich meine, wie man es auch betrachtet, Sir, es war Selbstmord. Nein, das war es nicht, Simpson. Es war etwas anderes. Was war es, Jimmy? Ja, es war Mord. Und ich bin vielleicht sein Mörder. Aber Sie sind die Mitschuldigen. Jeder einzelne von Ihnen. Mit Ausnahme von Jimmy. Er hat ihm besser gedient als das ganze Bataillon zusammen. Wie es auch gewesen sein mag, Colonel, die Brigade wird solchen Aufwand niemals dulden. Zum Teufel mit der Brigade. Wie wir unseren Colonel begraben, ist unsere Sache. Nur unsere. Colonel, Major Scott hat recht. Die Brigade gibt nie ihre Zustimmung. Die Brigade wird davon erst erfahren, wenn alles vorbei ist. Versteht ihr denn nicht? Begreift ihr denn nicht? 15 Jahre nachdem er Schottland verlassen hatte, kam er wieder zurück. 15 Jahre nachdem er dieses Bataillon verlassen hatte, kam er wieder zurück. Zu dem Bataillon, das als das Kameradschaftliche bekannt ist. Und Sie missgönnen ihm die Beerdigung. Wir werden ihn beerdigen, wie das Bataillon diesen Mann zu beerdigen hat. Das ist ein Befehl und keine Widerrede mehr. Abschnitt 3. Der Rückmarsch zur Kaserne. Armselige Figur. Der Tod, sagt man, ist für den Menschen ein Sieg. Der Tod, sagt man, ist ein großer Triumph. Wir werden mit einer kraftvollen Melodie zurückkehren. The Black Bear wird uns wieder in Schwung bringen. Und Scotland the Brave und... Was kommt noch in Frage, Pipe Major? Cock of the North, Sir. Das ist ja viel zu süßlich, das werden Sie nicht spielen. Ich will auch nicht hören, Charlie is my darling. Sie können spielen The Gathering of Lockheed. Wir spielen Lieder vom großen Sieg, damit wir uns besser daran erinnern. So machen wir es. Und wieder durch die High Street und Bridge Road und Stewart Road. Wir spielen die schnellen Märsche und den Kopf hoch. Borrow My Not Brown Maiden und The Bonnets of Bonnie Dundee. Es muss tadellos marschiert werden, Mr. Riddick. An diesem Tag werden alle auf uns blicken. Hören Sie, tadellos. Und wenn ihr und ich lange vergessen sind, werden Sie sagen, ihr hättet sie spielen hören sollen. Ihr hättet sehen sollen, wie sie an dem Tag marschiert sind. Und es wird wieder schneien. Aber es wird erst weggetreten, wenn die Parade vorbei ist. Wenn wir vom Friedhof zurückmarschieren, wird es bitterkalt sein. Vielleicht auch ein bisschen neblig. Und blassrote Wolken über der Stadt. Ich sehe das Bataillon. Das Schurzfell über den Röcken. Den leuchtenden Purpur der Drapierungen an den großen Trommeln. Nur die Trommeln. Die Kolonne des Bataillons auf dem Rückmarsch. Unser ganzes Bataillon im langsamen Schritt. Und nur die 4 großen Trommeln, dröhnend, rufend, mit ihrem Bom, aber 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 Bom,
Aber... Ja, Colonel. Alles wird so gemacht, wie Sie sagten. Junge. Jock. Jock, wir werden... Du bist in Ordnung, Jock. Jetzt Kopf hoch. Ich bin auch tot. Ich bin gestorben. Nein. Nein, du schaffst es wieder. Meine Jungs. Bringt mich nach Hause. Thank you.